of stars is so vast, but that we have measured it. Keine Fußspuren. Das ist mir glatt wert, dass ich nicht Ton lauter mache. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. Das sind mal große Städte. Oh, die haben ja sogar hübsche Schiffe drin. Durch diese Klumpen, die man da rumfliegt immer. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Die NPCs sind immer noch so doof, das sehe ich jetzt schon. Deckung suchen, was ist das? We are not stopping. Whatever lies at the end of eine this Schlacht. road will Das sah doch change cool aus. humanity forever. Aber ich glaube, die Schlacht, das ist eher so questmäßig, nicht so, dass man das selber, ne? Ja, wir wissen, wann es kommt. Deswegen gucken wir den Kack ja nicht. Bis zum Ende des Showcase. Wir haben schon lange keine Anime-Spiele mehr gesehen. Also was mir bis jetzt bei dem kurzen Trailer aufgefallen ist, es gibt anscheinend keine Leitern. Das ist ja Bethesda üblich, dass sie seit 30 Jahren nicht hinkriegen, dass ihr Charakter Leitern hochklettern kann. Das ist eine Kleinigkeit, aber du siehst in Bethesda-Spielen ja immer wieder Leitern, ne, die du nicht erklimmen kannst. Außer es ist ein Ladebildschirm, ne? Leitern sind, wenn sie dort sind, Ladebildschirme, ne? Und bei Starfield soll das ja alles übergangslos sein, was natürlich auch nicht stimmt. Ne, dort gibt's natürlich auch wieder Ladebildschirme, deswegen kannst du zum Beispiel nicht nahtlos auf Planeten landen, sondern das wird automatisch gemacht. Weil wegen Ladebildschirm. Ne? Animiert, wie das Schiff runterfliegt, aber es ist ein Ladebildschirm. Bei Fallout 4 hast du das ja auch zum Beispiel mit, gut, wenn du Türen aufmachst, sowieso Ladebildschirm, ne? So ins Haus reingehst von der Außenwelt in irgendein Haus rein, wo da drin nochmal Gegner sind und sowas, das ist dann halt auch Ladebildschirm. Oder wenn du halt Fahrstühle benutzt, Ladebildschirm. Das machen viele Spiele so. Das ist ja per se nichts Schlechtes, aber das schränkt dich in der freien Welt dort natürlich extrem ein, wenn du irgendeine Ebene hast, weil klettern kannst du nämlich in Bethesda-Spielen auch nicht. Da haben sie bei Skyrim zum Beispiel, du springst im Grunde genommen über die Berge, hoppst da quasi drüber, aber so sich festhalten oder sowas, kann er ja nicht. Ja, das funktioniert nicht. Ob das mit der Engine zusammenhängt oder so. Die haben mal irgendwas erzählt von wegen, das hängt mit der Animation zusammen. Wo ist das Problem? Ich meine, das kriegen Spieleentwickler hin, die alleine arbeiten und ja, ich weiß nicht, so ein Milliardenunternehmen wie Bethesda kriegt es seit Jahrzehnten nicht hin, dass man auf eine Leiter klettern kann, auf eine höhere Ebene kommt oder überhaupt mal generell irgendwie klettern kann. Ja. Das ist ja nur eine Kleinigkeit, ne? Ich sag's ja nur, weil bei Starfield wirst du ja ähnlich wie in Fallout wieder viel zu looten haben, durch Höhlen krabbeln und hast du nicht gesehen, und wenn du da nicht klettern kannst, sind die Höhlen in ihrer Beschaffenheit auch eingeschränkt. Ne? Also das muss halt immer irgendwo ebenerdig sein,
oder es geht halt leicht nach oben, leicht nach unten, ne? Also so wie eine Höhle eigentlich nicht beschaffen ist, ne? Du musst in einer echten Höhle ja viel rumklettern und bei Bethesda-Spielen hast du es eben so, wenn du eine Höhle hast du auch immer schön einen Weg, wo du langlaufen kannst, damit du bloß nicht klettern musst. Ja, das kannst du einfach nicht und ich denke mal, das wird bei Starfield auch so sein, dass du dort absolut nicht klettern kannst. Du musst dich dort nie nach oben oder links oder rechts orientieren. Du musst einfach nur den Weg lang laufen bis zum Ende der Höhle, bis zum Ende eines Gebäudes, wo dann halt die Quest quasi, die du da hast, erledigt ist oder wo du halt eine Truhe mit Gedöns findest, hast du nicht gesehen. Das ist ein ganz simples Spielprinzip, funktioniert bei Bethesda ja schon seit Jahrzehnten, aber die werden mit Starfield ja jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, ne? Ich hab's ja kurz gesehen, die KI-Gegner, das ist auch immer eine der größten Schwächen gewesen bei Bethesda-Spielen. Die sind nach wie vor dumm wie Brot. Egal ob die Elder Scrolls-Reihe oder Fallout, die Gegner suchen sporadisch mal Deckung, aber im Grunde genommen stehen sie einfach frei rum und sind Kanonenfutter. Das stellt nicht wirklich, also taktisch sowieso keine Herausforderung dar, weil diese Spiele wie Fallout und auch Starfield sind halt Shooter. Ja, also das sind keine RPGs, es sind Shooter. Ja, im besten Fall vielleicht noch Looter-Shooter, aber mit richtigen Rollenspielelementen hat das wenig zu tun, weil du halt meistens nur eine, maximal 2 Lösungen für eine Quest hast. Und das ist einfach irgendwo durchzurödeln, alles umzubringen, was sich da im Weg befindet. Vielleicht mal bei einigen wenigen Trigger-Quests irgendwelchen Leuten mit Überredungskunst zu sagen, wir müssen ja hier nicht unbedingt kämpfen. Wir können das ja auch friedlich regeln. Aber im Grunde genommen wird wohl vieles darauf hinauslaufen, dass du halt viel ballerst. Das ist die Hauptintention bei Bethesda-Spielen wie Fallout 4 zum Beispiel. New Vegas, glaube ich, ist ja nicht von Bethesda. Da haben sie jetzt nur gepublished. Da hattest du viel mehr Story-Elemente drin. Das war auch gut gewesen. Und Fallout 4 war dann wieder ein reiner Shooter. Ein Looter-Shooter, aber ein Shooter. Ja? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht bei Starfield so eine Art Mitte finden. Ja, also das wäre vielleicht ideal. Ich gebe mich gar nicht der Illusion hin, dass man da vielleicht in der Lage sein wird, eine Leiter zu steigen. Okay. Da muss ich ein anderes Spiel spielen, wenn ich eine Leiter klettern will. Aber gut, ja, warum nicht? Vielleicht überraschen sie uns, aber wir werden mal sehen, wir werden ja wohl auch Gameplay-Material sehen und da bin ich mal gespannt. Also, das ist jetzt mal doppelt gemobbelt hier. Ja, vor allen Dingen, gucke mal, der Gegner sieht, dass du da eine Mine hinwirfst und der latscht dann einfach weiter, statt wieder rückwärts zu laufen oder so. Und du kriegst natürlich da gar keinen Schaden ab, obwohl du recht nah dran stehst. Eine Einfriermine und dann haust du einfach mal mit dem Schwert kurz auf diese Panzerung drauf. Das ist so ein bisschen das Star Wars Feeling, ne? Die weißen Sturmtruppler, ne, die sind ja auch schon umgefallen, wenn du mit dem Stock gehauen hast auf ihre Panzerung, weil wegen Panzerung. Ja, also das scheint bei Bethesda halt nicht rauszugehen. Das wollen die wahrscheinlich auch nicht ändern. Die haben hier aber auch die Animation von Skyrim übernommen. Ne? Man sieht hier die Animation, die Hand und das Schwert. Es ist ein Sci-Fi-Game, natürlich rennt man mit Schwert und Axt rum. Macht Spaß und so. Ne? Und mit Schwert draufhauen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, der Raketenrucksack. Ja. Wenn man schon keine Leiter klettern kann, das ist auch immer so ein Ding, ne? Raketenrucksack, weil wir können keine Leitern klettern, wir können keine Leitern animieren, keine Leiterkletteranimation machen wir Raketenrucksack. Fallout, ne? Es ist Fallout im All. Ich weiß gar nicht, warum die immer sagen Skyrim im Weltall. Es ist Fallout im Weltall. Mit Skyrim hat das ja nichts zu tun. Wenn man, ja gut, doch, Schwert und so. Schwert und Axt. Also was das mit den Gegnern anbelangt, das ist der übliche Nonsens. Es ist nicht enttäuschend, weil es ist erwartbar. Ja. Was Bethesda auch noch nie hingekriegt hat, hier geht's mit der Axt zur Sache. Was mich auch stört, ist, ich weiß nicht, ob man es abschalten kann, aber wenn ich weiß, wo die Gegner sind, hier an den
an den Pünktchen hier. Das nimmt auch ein bisschen die Immersion weg. Da sehe ich ja sofort, wo ich hin muss und werde nicht von hinten überrascht oder sowas. Es ist ja kinderfreundlich. Und hier, ne, das sind fast dieselben Animationen wie bei Skyrim, wenn der hier mit der Axt zuhaut, ne? Also man hat sich da auch Arbeit gespart. Warum das Rad neu erfinden, ne? Das sind diese Skyrim Animationen, da hat man jetzt nichts irgendwie geändert, ne? Man hat es übernommen. Und hier sieht man auch wieder, da rast hier in den Raum rein, dann wird wild geballert. Keiner geht in Deckung. KI war noch nie die Stärke von Bethesda und das wird auch nicht anders werden. Ne? Also das Ding ist halt, die benutzen auch schon seit sehr langer Zeit dieselbe Engine. Gut, das macht die Unreal Engine ja auch. Ne? Die haben auch immer eine neue Version, aber Unreal Engine ist Unreal Engine. Das hier ist ja die Bethesda eigene Engine. Dort ist aber so, man will gar keine Engine neu entwickeln oder auf eine andere überswitchen, weil die halt sehr modfreundlich ist. Ja, und da spart man sich natürlich auch einen Haufen Arbeit, weil die gröbsten Bugs kann ja die Mod-Community wegpatchen, so wie sie es auch bei Fallout oder bei Skyrim oder bei Oblivion getan haben. Das ist ja immer alles dieselbe Engine gewesen. Und die ist halt sehr moddingfreundlich und deswegen bleibt vieles beim Alten. Mann. Und jetzt haben wir wieder Anime und ich bin raus. We've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Ja, aber ohne den scheiß Chat. Ja. Ich hab keine Xbox, weg damit. Ich brauche nicht den neuen Controller. Da kostet ja so viel wie das Spiel. Oder noch mehr. Kommt drauf an, welche Version von Starfield man sich kauft. Wahrscheinlich ja so eine Starfield-Uhr aus Plastik oder so, die man mit dem Handy vernetzen kann. Wahrscheinlich wie beim Pip-Boy. Fallout Edition und so, ja, Gedöns. Kommt ein Schiff? Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Ja, endlich. Starfield is our first new universe in over 25 In-game years. footage. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. Das krass sieht schön aus. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. Mhm. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources,
do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Oh, er geht in Deckung. Raketenrucksäcke. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship, Welcome back, Captain Howard. and he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey Aber the selber starten wonder kannst du and nicht. majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach your ship. Your ship is your home for Das you sieht cool and your aus. crew. Innen. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of Retro, hat er lo-fi gesagt. rather than sci-fi, Ein where Retro-Touch, everything is okay. well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Special Edition. Constellation Edition. Mit der Uhr. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set.
built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Ja, The muss ich United ein bisschen teasern, Colonies wa? is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Das sieht gemütlich aus. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face? Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. Ja, cool, wenn die mal an sich runtergucken in der Ego-Perspektive, ob Bethesda es endlich geschafft hat, dem Charakter auch mal Beine zu geben. In der Ego-Perspektive hast du nämlich in Bethesda-Spielen nie Beine. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Snap out of it. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Immerhin, man wacht nicht im Gefängnis Start your auf. character creation journey as though Glaube you're ich. cycling through employee records.
You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings, it's a lot. But I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you Da ist man wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde alleine im Editor beschäftigt. Ich kenne das von Skyrim und ja, schon heftig. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further. Is it really you? He'll join your crew. Und den Typen kennt man noch aus Oblivion. Der bekloppte Fan hier, der. Oh Gott. Der Waldelf, ne? I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Hat man bei Oblivion mit dem Typen auch schon gemacht, wer Oblivion kennt, kennt den Typen auch. Den haben sie jetzt wieder als Gag reingenommen, bloß halt nicht als Waldelf. Oh Gott, der ging mir auf den Sack. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Different skill trees and 4 ranks per skill. Eigentlich ein klassischer Skilltree, wie man die aus Bethesda Spielen kennt. Sociology skill because it lets you mind control aliens. Oh, Alien kontrollieren. Out of the gate, I'm boost packing everywhere. Oh, blöde der Begriff, ne? Wir sind ja die Aliens eigentlich, auf ihrem Heimatplaneten. Finde ich immer geil, wie die NPCs in Deckung gehen. Das wird wieder Kanonenfutter werden. Okay, ja. Das könnte interessant werden. Der Faustkampf sah interessant aus. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Das sieht mega geil aus. Also was Licht und sowas angeht, die Lichteffekte und das sieht richtig gut aus. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres
to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Man kann raus. EVA. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. Cargo missions, geil. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Frage ist, sieht man auch, was man dann für Ware reintransportiert hat im Laderaum? Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. Ach du Scheiße. It's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably Ja, not wie the only realistisch das person dann who ist, will ne? call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run.
And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Natürlich automatisch. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Oh, man kann da alles machen. Na gut, da möchte ich bitte landen selber. Should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Ja, man kann spezielle Schiffssysteme angreifen. Okay. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Man kann die Schiffe boarden. Geil. Das ist geil. Schiffe boarden. Fett. Ich glaube, die kann man auch behalten und verkaufen oder sowas. It's yours. Ja. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to. Die hat Sandwiches geklaut von anderen Schiffen. Geil. Just start taking things from people as quickly as possible. So ein Scheiß, geil. Looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. Grandma. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own.
The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Das hab ich gesagt vorhin schon, ne? Ja, es gibt diese Uhr und die sich mit dem Telefon verbindet und ja, das war vorher schon klar. Also was mir aufgefallen ist, das Schiffsdesign, wie frei man sich das bauen kann, das ist natürlich für diejenigen, die gerne rumbasteln und kreativ sind, eine geile Geschichte. Ja, was will man haben, ne? Also ein Frachtschiff oder ein Kampfschiff oder vielleicht eine Mischung und hast du nicht gesehen. Man kann fremde Schiffe boarden, egal ob friedlich oder feindlich, das finde ich auch eine mega geile Geschichte. Man kann einzelne Komponenten an Schiffen beschädigen, was will ich ja die kampfunfähig machen. Und es gibt Handelsoperationen, die man machen kann. Also man muss da eben nicht nur rumballern oder muss auf irgendwelchen Planeten irgendwas suchen, sondern man kann ja eben auch frei machen, was man möchte. Ja, das ist jetzt hier Werbung, die bloß noch läuft. Das, wo ich noch am Hadern bin, das sind Dinge wie zum Beispiel, ich kann nicht selber auf Planeten landen und starten, weil da der Ladebildschirm kommt. Also übergangslos gibt's nicht. Dann werden nie die Beine gezeigt, auch wenn er in der Third Person irgendwie ist. Also im Schnee und sowas. Also ich denke mal, es wird doch keine Fußspuren im Schnee geben. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube, das machen sie nicht rein. Das haben sie nicht drin. Man weiß es nicht. Aber schon, weil sie es nicht gezeigt haben. Ja. Dann Seitenwaffen, auch immer ein ganz großes Problem bei Bethesda. Du siehst zwar, wenn du da hinten irgendwie eine Knifte auf dem Rücken schnallst, sehe wie bei Fallout, aber du siehst nie eine Seitenwaffe. Also Holster funktionieren dort einfach irgendwie nicht. Ja. Hier sieht man, ne, Seitenwaffen hat man jetzt nicht gesehen, nur das, was er auf dem Rücken hatte. Und das siehst du auch, wenn der diesen Standardanzug anhat und holt sich dann eine Pistole raus, man weiß nicht, wo er es rausholt. Das sind so diese Bethesda-typischen Sachen. Planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. Seht mal, eine Höhle, was da wohl drin ist. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Hey, Ladebildschirm. Ha, die kriegen sich raus. Lol, das war ja, naja. Und da rennt direkt auf dich zu. Dumm wie Brot halt, ne? Statt sich zu verstecken. Die stehen dann einfach bloß blöde rum. Das ist genau das. Das kriegt Bethesda nicht raus.
It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. Mich würde das mit der Gravitation interessieren, wenn du auf so einem kleinen Mond bist, ob du dann halt auch höher springst und so. Oder ob das überall dieselbe ist. Wie bei No Man's Sky zum Beispiel. Egal wo du bist, das ist immer dieselbe Gravitation. Planeten sind immer gleich groß. Produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Die Landschaften sehen schon geil aus, ne? Also das muss man schon sagen. Jetzt ist nur die Frage, sind das die prozentual generierten oder Monde? Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Also lichtmäßig ist das schon mega heftig. Das ist schon richtig geil. Ja, hier sieht man da unten wieder keine Fußspuren. Ne? Man sieht die Füße da nicht. Das würde mich auch hier in dem Schneegebiet zum Beispiel interessieren. So als Kleinigkeit. Ne, sieht man nicht. Ja, jetzt hat man gesehen, keine Fußspuren. Vielleicht sieht man es jetzt hier auch bloß nicht. Also optisch ist das schon nicht schlecht. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Geil. Also hast du ja nicht nur eine Base, sondern quasi auch eine Fabrik. Where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger hubs. Die Frage ist, ob man das Zeug, was man da in der Fabrik herstellt, auch verkaufen kann oder für sich selber benutzt. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Auch da ist man Wochen beschäftigt. Alleine mit so einer Base, Einrichten und sowas. Boah, sieht auch schon... Kann man nur eine bauen? Ne, mehrere. So wie ich das verstanden habe, kann man mehrere bauen. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Das ist eher meine Baustelle. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods Diese dämlichen NPCs. I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Da habe ich ja nur so eine Base leer geräumt. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your Okay, könnte vielleicht 10 Minuten länger dauern. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in Zero-G will actually push you backwards. Das ist auch geil. Das ist physikalisch ja auch korrekt, ne? Wenn du da rumballerst, dass es dich dann nach hinten drückt in der Schwerelosigkeit.
These Das are macht ja Sinn. high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Ach du Scheiße. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Wie die immer zu ihm angerannt kommen. Töte mich. Ja, das ist ja, das Kämpfen ist schon sehr arkadisch, aber das kennt man von Bethesda, also das ist keine Überraschung. Das ist wirklich nur auf Action ausgerichtet. Wie die fliegen fallen die Gegner. Das ist keine Herausforderung. Das war's noch nie. Fuß wohl da. Oh, jetzt kommt Magie. Hat bestimmt was mit diesen Thanks again for being with us today. We are just so Artefakten zu tun. grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, Okay. Ja, also das hat auf jeden Fall schon einiges, also ich finde die Grafik zum Beispiel ja mega geil, die Belichtung und sowas, ne. Es lässt natürlich auch noch viele Fragen offen, aber das ist ja auch Sinn und Zweck, ne. Man soll ja auch selber was entdecken, die sollen ja jetzt ja nicht alles gleich verraten. Das Schiffsdesign hatte ich mir etwas klobiger vorgestellt, weil die Schiffe meistens jetzt ziemlich hässlich aussehen. Aber hier kommt man ja schon einige schöne Designs, konnte man schon sehen. Dass man sich eine Base bauen kann, war ja vorher auch schon bekannt. Scheint aber jetzt nicht so zu sein, dass die Base verteidigt werden muss. Oder dass man da Geschütztürme für die Base braucht oder sowas, ne? Die Innenräume von den Schiffen gefallen mir auch sehr gut. Was mir halt wiederum nicht gefällt, ist halt, dass man nicht selber landen und starten kann oder sowas. Weil das halt ein Ladebildschirm ist. Ja, die Welt, die man da, den Planeten, den man vor sich sieht, da wird ja erst geladen, wenn man diesen Ladebildschirm aktiviert, also das Landen, ne? Und ansonsten, es macht auf jeden Fall schon einen guten Eindruck. Also man hat sicherlich sehr lange und sehr viel zu tun hier. Optisch sieht's gut aus. Die KI, daran hat man nicht wirklich gearbeitet. Also das muss man wirklich sagen. Das ist auch nicht das Ding, was Bethesda irgendwie in den Vordergrund stellt, weil Bethesda eben will, dass man eben auch Spaß hat, ne? Also man will eben auch die Leute, die gerne einfach auf einfache, simple Action stehen, abholen und dann noch extra sich Taktiken zurechtzulegen, glaube ich, liegt dann auch nicht so im Bereich von dem, was Bethesda da eigentlich vorhat. Du gehst rein in eine Höhle, dann kommt ein Haufen Viehzeug auf dich zu, alles wegballern, du gehst rein in so eine Facility, kommen ein Haufen Gegner auf dich zu, musst du wegballern. So, vielleicht liegt noch irgendwo ein verletzter Dude rum, weil du irgendeine Quest angenommen hast, aber im Großen und Ganzen läuft's eben wie Bethesda-Spiele typisch sind ab. Ja, und das ist ja auch nichts Verkehrtes, ja. Also ich spiele ja auch immer noch gerne Skyrim und weiß ganz genau, wenn ich in eine Höhle reingehe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dann angegriffen werde von irgendwelchem Viehzeug. Ja. Was ich hier noch wegmachen würde, das sind die Anzeigen, jedes Mal, wenn du ihn erschießt oder so, diese XP-Punkte. Mitten auf dem Bildschirm braucht keine Sau. Das hoffe ich mal, dass man das mit einer per Option abschalten kann, aber eigentlich müsste es ja möglich sein, weil Bethesda braucht sowas nicht. Das hatten sie bei Fallout nicht, das hatten sie bei Skyrim nicht. Diesen Mist braucht man nicht. Wirkt dann auch wieder billig und arkadisch. Ja, wenn ich dann immer den Lebensbalken auch sehe, das hat man zuletzt auch immer, eigentlich gut bei Fallout gibt's das auch, aber das kannst du wegmachen.
Du kannst es oder wie bei Skyrim unten anzeigen lassen oder hast du nicht gesehen, dass man da vielleicht ein bisschen optionalen Spielraum hat, weil ich muss nicht sehen, wie viel XP ich da jetzt bekommen habe, weil ich da irgend so eine 0815-Dude weggeballert habe. Muss nicht sehen. Ja. Und der Talentbaum, das finde ich zum Beispiel auch wieder eine gute Sache, weil das ist dort Learning by Doing. Du schleichst rum und entwickelst dadurch eben deinen Schleichskill weiter oder du klaust jemandem was aus der Tasche und entwickelst dadurch den Taschendiebstahl weiter. Das ist im Grunde genommen gut gemacht. Davon kannst du halt noch Ränge freischalten, wenn du genug Erfahrungspunkte zum Beispiel beim Schleichen hast du halt 100 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe und kannst dann Rang 1 machen. Und dann bist du vielleicht noch schwerer zu hören oder so. Ne? Also das ist eigentlich, bei Bethesda funktioniert das seit Jahren, das haben sie jetzt auch nicht verändert. Sie haben es jetzt erweitert, angepasst eben an das Setting, aber im Großen und Ganzen ist es eine gute Sache, die schon seit Jahren funktioniert. Warum dran rumpopeln? Das, was ich gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. Dass man natürlich noch immer sein Holster irgendwie nicht sieht oder sowas, aber dafür die dicke Knifte auf dem Rücken, gut, das sind Kleinigkeiten. Man kann wahrscheinlich sein Inventar wieder vollstopfen bis zum geht nicht mehr, bis das mal voll ist. Das dauert wahrscheinlich auch wieder so seine Zeit, ne? Mich würde halt noch interessieren mit dem Handeln mit den Schiffen. Man kann ja dort auch Schiffe entern und verkaufen, so wie es aussieht, ne? Ob man das selber machen muss oder ob man dann eben einen Piloten anstellen kann oder einen von seinem Schiff nehmen kann und sagen kann, hier fliegt mal das Schiff zum nächsten Verkäufer oder sowas, ne? Das sind so diese Kleinigkeiten, die mich dann noch interessieren würden. Aber ich denke mal, die Beantwortung der Fragen wird so ungefähr spätestens am 6. September beantwortet werden. Bei solchen Spielen Game Pass und sowas ist sowieso nicht mein Ding. Game Pass sowieso nicht, weil wenn ich ein Spiel habe, will ich es auch haben. Ja, und nicht hier mal, wenn irgendwann mal das Geld knapp wird, kann ich dann sagen, ich kann mir einen Game Pass nicht leisten. Auch wenn es vielleicht nur 10 Euro sind oder so im Monat für das Spiel. Aber dann lieber einmal die Kohle ausgeben, dann hab ich's, ne? Und dann kann ich das spielen, bis ich bunt werde die nächsten 10 Jahre. Stell dir mal vor, 10 Jahre lang spielst du, was weiß ich, Starfield fast jeden Tag, ne? Kündigst es deswegen auch nicht den Game Pass und kannst du dir ausrechnen, wie viel Geld du da reinballerst. Deswegen macht das für mich keinen Sinn. Gerade solche Spiele, wenn man sie suchtet, braucht man keinen Game Pass, dann kauft man sie sich gleich. Ja, ich miete mir ja auch nicht ein Auto, wenn ich da jeden Tag mitfahre, da kaufe ich mir eins. Weil Automieten ist auf Dauer dann auch ein bisschen zu teuer. Ganz einfaches Prinzip, ne? Für Gelegenheitsspieler so ein Game Pass sicherlich toll, aber für Leute, die halt wirklich viel Zeit ins Gaming reinstecken, wie zum Beispiel YouTuber, ist ein Game Pass Schwachsinn. Ne? Also da willst du ja ständig was zeigen und so. Da brauchst du ja für 10.000 Spiele hier 10.000 Game Pässe. Oder so ein Sammelabo und hast du nicht gesehen. Das ist alles hin und her und bla bla bla. Ich habe schon genug Abos auf dem Konto, da brauche ich nicht noch eins. Ne? So, ansonsten, ich bin gespannt. Es dauert noch 3 Monate, dann kann's losgehen. Die erste Folge wird dann wahrscheinlich daraus bestehen, erstmal im Editor sich so seine Larve zurecht zu zimmern. Oh, das geht schneller als gedacht. Wer weiß. In dem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.